Das Michael-Mysterium von Rudolf Steiner. Die Weltgedanken im Wirken Michaels und im Wirken Ahrimans. Der Betrachter des Verhältnisses Michaels zu Ahriman wird wohl zu der Frage gedrängt: Wie verhalten sich in dem kosmischen Zusammenhange diese beiden Geistesmächte, insofern doch beide in der Entfaltung der intellektuellen Kräfte tätig sind? Michael entfaltete die Intellektualität durch den Kosmos hindurch in der Vergangenheit. Da tat er dieses als Diener der göttlich-geistigen Mächte, die sowohl ihm selbst wie dem Menschen den Ursprung gegeben haben. Und bei diesem Verhältnis zur Intellektualität will er bleiben. Als diese von den göttlich-geistigen Mächten sich loslöste, um den Weg in das Innere des Menschenwesens zu finden, da beschloss er, fortan sich in rechter Art zur Menschheit zu stellen, um in dieser sein Verhältnis zur Intellektualität zu finden. Aber er wollte all dieses nur im Sinne der göttlich-geistigen Mächte auch weiterhin als deren Diener tun, der Mächte, mit denen er von seinem und der Menschen Ursprunge her verbunden ist. So ist seine Absicht, dass in Zukunft die Intellektualität durch die Herzen der Menschen ströme, aber als dieselbe Kraft, die sie ausströmend aus den göttlich-geistigen Mächten schon im Anfange war. Ganz anders steht es bei Ahriman. Dieses Wesen hat sich seit lange aus der Entwicklungsströmung losgelöst, der die gekennzeichneten göttlich-geistigen Mächte angehören. Es hat sich in urferner Vergangenheit als selbstständige kosmische Macht neben diese hingestellt. Nun steht es in der Gegenwart zwar räumlich in der Welt darinnen, der Mensch angehört, aber es entwickelt mit den rechtmäßig dieser Welt angehörenden Wesen keinen Kräftezusammenhang. Nur da die Intellektualität von den göttlich-geistigen Wesen losgelöst an diese Welt herankommt, findet Ahriman sich mit dieser Intellektualität so verwandt, dass er sich auf seine Art durch sie mit der Menschheit verbinden kann. Denn er hat, was der Mensch in der Gegenwart wie eine Gabe aus dem Kosmos erhält, schon in urferner Zeit mit sich vereinigt. Ahriman würde, wenn ihm gelänge, was in seiner Absicht liegt, den der Mensch gegebenen Intellekt ähnlich seinem eigenen machen. Nun hat Ahriman sich die Intellektualität in einer Zeit angeeignet, als er sie nicht in sich verinnerlichen konnte. Sie blieb eine Kraft in seinem Wesen, die mit Herz und Seele nichts zu tun hat. Als kaltfrostiger, seelenloser kosmischer Impuls strömt von Ahriman die Intellektualität aus. Und die Menschen, die von diesem Impuls ergriffen werden, entwickeln eine Logik, die in erbarmungs- und liebeloser Art für sich selbst zu sprechen scheint. In Wahrheit spricht eben Ahriman in ihr, bei der sich nichts zeigt, was rechtes, inneres, herzlich-seelisches Verbundensein des Menschen ist mit dem, was er denkt, spricht, tut. Michael hat sich die Intellektualität aber nie angeeignet. Er verwaltet sie als göttlich-geistige Kraft, indem er sich verbunden fühlt mit den göttlich-geistigen Mächten. Dadurch zeigt sich auch, indem er die Intellektualität durchdringt, in dieser die Möglichkeit, ein Ausdruck des Herzens, der Seele ebenso gut zu sein, wie ein solcher des Kopfes,
des Geistes. Denn Michael trägt in sich alle die Ursprungskräfte seiner Götter und der des Menschen. Dadurch überträgt er auf die Intellektualität nichts Kaltfrostiges, Seelenloses, sondern er steht bei ihr in warminniger, seelenvoller Art. Und hierinnen liegt auch der Grund, warum Michael mit ernster Miene und Geste durch den Kosmos waltet. Im Innern so verbunden sein mit dem intelligenten Inhalte, wie Michael es ist, bedeutet zugleich die Anforderung erfüllen müssen, nichts von subjektiver Willkür, von Wunsch oder Begehren in diesen Inhalt hineinzubringen. Sonst wird ja Logik Willkür eines Wesens statt Ausdruck des Kosmos. Streng sein, Wesen als Ausdruck des Weltwesens zu halten, alles, was sich im Innern als Eigenwesen regen will, auch in diesem Innern zu lassen, das betrachtet Michael als seine Tugend. Sein Sinn ist nach den großen Zusammenhängen des Kosmos gerichtet, davon spricht seine Miene. Sein Wille, der an den Menschen herantritt, soll widerspiegeln, was er im Kosmos erschaut, davon spricht seine Haltung, seine Geste. Michael ist in allem ernst, denn Ernst als Offenbarung eines Wesens ist der Spiegel des Kosmos aus diesem Wesen. Lächeln ist der Ausdruck dessen, was von einem Wesen ausgehend in die Welt hineinstrahlt. Eine der Imaginationen von Michael ist auch diese. Er wallet durch den Zeitenlauf, das Licht aus dem Kosmos wesenhaft als sein Wesen tragend, die Wärme aus dem Kosmos als Offenbarer seines eigenen Wesens gestaltend. Er wallet als Wesen wie eine Welt, sich selber nur bejahend, indem er die Welt bejaht, wie aus allen Weltenstädten Kräfte zur Erde niederführend. Dagegen eine solche von Ahriman. Er möchte in seinem Gange aus der Zeit den Raum erobern. Er hat Finsternis um sich, in die er die Strahlen des eigenen Lichtes sendet. Er hat umso stärkeren Frost um sich, je mehr er von seinen Absichten erreicht. Er bewegt sich als Welt, die sich ganz in ein Wesen, das eigene, zusammenzieht, indem er sich selber nur bejaht durch Verneinung der Welt. Er bewegt sich, wie wenn er die unheimlichen Kräfte finsterer Höhlen der Erde mit sich führte. Wenn der Mensch die Freiheit sucht, ohne Anwandlung zum Egoismus, wenn ihm Freiheit wird reine Liebe zur ausführenden Handlung, dann hat er die Möglichkeit, sich Michael zu nahen. Wenn er in Freiheit wirken will, bei Entfaltung des Egoismus, wenn ihm Freiheit wird das stolze Gefühl, sich selber in der Handlung zu offenbaren, dann steht er vor der Gefahr, in Ahrimans Gebiet zu gelangen. Die oben geschilderten Imaginationen leuchten auf aus des Menschen Liebe zur Handlung, Michael, oder seiner Eigenliebe zu sich selbst, indem er handelt, Ahriman. Indem sich der Mensch als freies Wesen in Michaels Nähe fühlt, ist er auf dem Wege, die Kraft der Intellektualität in seinen ganzen Menschen zu tragen. Er denkt zwar mit dem Kopfe, aber das Herz fühlt des Denkens hell oder dunkel. Der Wille strahlt des Menschen Wesen aus, indem er die Gedanken als Absichten in sich strömen hat. Der Mensch wird immer mehr Mensch, indem er Ausdruck der Welt wird. Er findet sich, indem er sich nicht sucht, sondern in Liebe sich wollend der Welt verbindet.
Indem der Mensch seine Freiheit entfaltend in Ahrimans Verlockungen fällt, wird er in die Intellektualität hineingezogen, wie in einen geistigen Automatismus, in dem er ein Glied ist, nicht mehr er selbst. All sein Denken wird Erlebnis des Kopfes. Allein dieser sondert es vom Eigenherzerleben und eigenem Willensleben ab und löscht das Eigensein aus. Der Mensch verliert immer mehr von seinem innerlich wesenhaft menschlichen Ausdruck, indem er Ausdruck seines Eigenseins wird. Er verliert sich, indem er sich sucht. Er entzieht sich der Welt, der er die Liebe verweigert. Aber der Mensch erlebt sich nur wahrhaft, wenn er die Welt liebt. Es ist aus dem Geschilderten wohl anschaulich, wie Michael der Führer zu Christus ist. Michael geht mit allem Ernste seines Wesens, seiner Haltung, seines Handelns in Liebe durch die Welt. Wer sich an ihn hält, der pfleget im Verhältnis zur Außenwelt der Liebe. Und Liebe muss im Verhältnis zur Außenwelt sich zunächst entfalten, sonst wird sie Selbstliebe. Ist dann diese Liebe in der Michael-Gesinnung da, dann wird Liebe zum anderen auch zurückstrahlen können ins eigene Selbst. Dieses wird lieben können, ohne sich selbst zu lieben. Und auf den Wegen solcher Liebe ist Christus durch die Menschenseele zu finden. Wer sich an Michael hält, der pfleget im Verhältnis zur Außenwelt der Liebe und er findet dadurch das Verhältnis zur Innenwelt seiner Seele, das ihn mit Christus zusammenführt. Das Zeitalter, das jetzt im Anbrechen ist, bedarf des Hinblickes der Menschheit auf eine Welt, die unmittelbar als geistige an die physisch empfundene angrenzt und in der solches zu finden ist, wie es hier als Michael-Wesenheit und Michael-Mission geschildert ist. Denn die Welt, die sich der Mensch im Anblicke dieser physischen Welt als die Natur ausmalt, ist auch nicht die, in der er unmittelbar lebt, sondern eine solche, die so weit unter der wahrhaft menschlichen liegt, wie die michaelische über dieser. Nur merkt der Mensch nicht, dass unbewusst, indem er sich ein Bild seiner Welt macht, eigentlich das einer anderen entsteht. Er ist, indem er dieses Bild malt, schon dabei, sich auszuschalten und dem geistigen Automatismus zu verfallen. Der Mensch kann seine Menschheit nur bewahren, wenn er diesem Bilde, indem er sich als in dem Bilde der Naturanschauung verliert, das andere gegenüberstellt, in dem Michael waltet, in dem Michael die Wege zum Christus führt. Einige Leitsätze. Man hat ein in der Welt wirkendes, zum Beispiel die Weltgedanken, in seiner Bedeutung für die Welt noch nicht durchschaut, wenn man bei diesem Wirkenden an sich stehen bleibt, sondern man muss erkennend auf die Wesen blicken, von denen das Wirkende ausgeht. Zum Beispiel für die Weltgedanken, ob sie von Michael oder von Ahriman in und durch die Welt getragen werden. Was von dem einen Wesen ausgehend, wegen dessen Verhältnis zur Welt, heilsam und schaffend wirken kann, das kann sich verderblich und zerstörend erweisen, wenn es von einem anderen Wesen ausgeht. Die Weltgedanken tragen den Menschen in die Zukunft, wenn er sie von Michael empfängt. Sie führen ihn von der ihm heilsamen Zukunft hinweg, wenn Ahriman sie ihm geben kann. Durch solche Betrachtungen wird man immer mehr dazu gebracht,
die Anschauung von einer unbestimmten Geistigkeit, die pantheistisch auf dem Grunde der Dinge walten soll, zu überwinden, und man wird zu einer bestimmten, konkreten geführt, die von den geistigen Wesen der höheren Hierarchien sich Vorstellungen machen kann. Denn die Wirklichkeit besteht ja überall im Wesenhaften, und was in ihr nicht Wesenhaftes ist, das ist die Tätigkeit, die sich im Verhältnisse von Wesen zu Wesen abspielt. Es kann nur begriffen werden, wenn man den Blick auf die tätigen Wesen werfen kann. Und ich bin mir sicher, dass du in diesem Video findest, wonach dein wahres Ich dürstet. Und nicht zu vergessen,